Beim digitalen Zeichnen fehlt oft die Haptik vom texturierten Papier oder den Stiftspitzen, was das Zeichnen sehr unnatürlich machen kann. Die Stiftspitzen von Pen-Tips versprechen hier Abhilfe und eben ein natürlicheres Zeichengefühl. Doch wie gut genau diese Spitzen wirklich sind und welche Art sich für welche Tätigkeit auf dem iPad eignet und vor allen Dingen natürlich, ob auch ein Kauf für dich Sinn macht, das erkläre ich dir in dem folgenden Video. Und pst, es gibt auch etwas zu gewinnen. Also bleib am besten bis zum Ende dran. Los geht's! Hey, ich bin Sandra, the Coaching Artist, und hier noch ein kurzer Hinweis vorweg. Denn Pen-Tips hat mir diese Stiftspitzen kostenlos zugesandt. Ja, also bei diesen 3 Spitzen handelt es sich um ein gesponsertes Produkt. Allerdings handelt es sich bei dem Video hier nicht um ein gesponsertes Video. Denn der Deal bestand lediglich darin, dass ich die Spitzen einmal in meinem Newsletter erwähne. Das habe ich auch getan. Allerdings kamen da im Nachhinein noch ein paar von den Lesern und auch einige von meinen Studenten auf mich zu und haben mich gebeten, dazu nochmal einen ausführlicheren Video-Review zu erstellen. Ja, und da konnte ich nicht Nein sagen, deswegen ist das hier genau dieser Review, der allerdings nicht noch einmal zusätzlich von Pen-Tips bezahlt wurde. Also das ist wichtig, das will ich da schon nochmal sagen, dass du auch weißt, dass es sich hier wirklich um einen ehrlichen Review mit meiner persönlichen Meinung handelt. Also, was konkret habe ich erhalten? Ich habe diese 3 Spitzen, die Pen-Tips 2 Plus, die Pen-Tips Ink und die Pen-Tips Fiber erhalten und jetzt mittlerweile auch schon mehrere Wochen, kann man sagen, wirklich intensiv getestet. Und das Ergebnis dazu, ja, die einzelnen Reviews zu den einzelnen Spitzen, genau diese stelle ich dir jetzt einmal vor. Zuerst zu den Pen-Tips Fiber. Diese sind nicht direkt als Spitzen zum Aufschrauben gedacht, sondern es handelt sich lediglich um Slip-on-Kappen, also die du über deinen Apple Pencil stülpst und damit dann direkt auf deinem iPad ohne Folie malen kannst. Diese sorgen primär dafür, dass die Tapping-Geräusche, die beim Zeichnen auf dem iPad entstehen mit dem Pencil, dass diese reduziert werden. Ja, also es erfolgt ein leiseres Zeichnen und, das ist natürlich das Hauptding, diese Kappen fügen etwas Widerstand hinzu, sodass du ein ähnliches Zeichengefühl wie auf Papier bekommst, ja, trotz des glatten Displays. Zusätzlich werden Sprünge beim Zeichnen reduziert, da die Strichführung durch diesen Widerstand präziser und stabiler gehalten wird, ja, als wenn der Pencil einfach nur auf der glatten Oberfläche geführt wird. Und übrigens, falls du auch diese Befürchtung hast, dass die Kappe doch beim Zeichnen bestimmt einmal abfällt, kann ich dich beruhigen, das passiert nicht. Ja, also ich habe es jetzt wirklich mehrere Wochen getestet und da ist kein einziges Mal die Kappe abgegangen. Einmal aufgesteckt, bleibt die dran, bis du sie manuell wieder abnimmst. Generell bekommst du beim Kauf eine Schachtel mit 5 Stück, ja, also 5 Spitzen an der Zahl, in wahlweise schwarzer oder weißer Farbe und insgesamt kosten diese knapp 40 €, also ungefähr 8 € pro Kappe. Dabei habe ich nach täglichen Zeichnen, ja, also ich habe wirklich täglich sehr, sehr viel auf dem iPad mit der Kappe gearbeitet, da habe ich nach mehreren Wochen einfach keine Abnutzung festgestellt. Also ich würde vermuten, dass diese Kappen oder eine Kappe davon durchaus mehrere Monate, wenn nicht sogar 1 oder mehrere Jahre, je nach Regelmäßigkeit deiner Zeichenroutine hält. Und daher würde ich auch sagen, auch wenn es erstmal viel klingt, 40 € für so ein paar Kappen, würde ich trotzdem sagen, es ist gerechtfertigt oder es ist den Preis wert, eben wenn du so ein gutes Zeichengefühl erhältst und gleichzeitig die Haltbarkeit entsprechend hoch ist, was ich jetzt feststellen konnte. Und das ist auch das Hauptding, wenn du ohne Folie zeichnest. Ja, also wenn du keine Folie auf deinem iPad appliziert hast, weil du zum Beispiel viel Videos schaust, viele Serien und da kann so eine Folie durchaus stören, ja, wenn du das da nicht drauf haben möchtest und aber trotzdem für das Zeichnen gewappnet sein möchtest und da das natürlichere Zeichengefühl haben möchtest, was normalerweise ja eher nur durch so eine texturierte Oberfläche kommt, dann kannst du damit einen wunderbaren Kompromiss finden, ohne eben auf so eine Folie angewiesen zu sein.
Ich muss allerdings für mich persönlich sagen, eben genau deswegen, weil diese Spitzen nicht in Kombination mit einer Folie funktionieren, ist es für mich eher ein No-Go. Weil ich bin jemand, ich arbeite durchweg mit einer Folie auf meinem iPad. Ich mag das allein gar nicht, wenn ich ständig Fingerabdrücke bekomme, was ohne eine Folie passiert, und ich brauche und möchte auch einfach diesen zusätzlichen Schutz, der durch eine Folie auf dem Display kommt. Ja, also bei mir muss einfach immer, egal welche, es muss eine Folie drauf sein. Und deswegen ist es für mich, sage ich mal, langfristig keine Wahl. Ja, aber es ist eben, für dich könnte es sinnvoll sein, wenn du nicht der Folientyp bist. Ja, aber muss ich eben hier ganz klar sagen, meine Präferenz ist es nicht, deswegen werde ich das selbst nicht nutzen. Aber für den Use Case, für den es gedacht ist, gibt es von mir einen Daumen nach oben. Witzigerweise hat mir Pentips aber neben den Stiftspitzen auch ihre hauseigene Screen Protector Folie mit zugesandt, die ich ebenfalls testen konnte. Weil es war der Fall, dass ich meine Dutu-Folie ohnehin wechseln wollte. Die war jetzt schon ein bisschen in die Jahre gekommen, ja, schon sehr abgenutzt. Da war nichts mehr von der texturierten Oberfläche übrig. Deswegen wollte ich das ohnehin einmal wechseln. Und da kam es ganz gut, dass sie mir das mitgeschickt haben. Und da muss ich wirklich sagen, das hat mich extrem überzeugt. Das hätte ich nicht gedacht. Denn wie die Paperlike und Dutu Zeichenfolien, die ich bereits zuvor genutzt hatte, ergibt diese Folie ein wirklich angenehmes Zeichengefühl. Ja, es schützt einerseits dein iPad, den Screen vor Beschädigung, vor Kratzern und so weiter. Es reduziert Reflexion, Fingerabdrücke und eben auch, es gibt ein viel, viel angenehmeres Zeichengefühl durch eben diese raue Oberfläche. Also all das, was bisher bei den bisherigen Folien, die ich genutzt und getestet habe, auf jeden Fall wichtig war, erfüllt diese Folie auch. Aber wo es mich im Gegensatz zu den anderen Folien massiv überzeugt hat und eben einen massiven Pluspunkt für mich generiert hat, ist, dass es im Gegensatz zu diesen magnetisch funktioniert. Ja, also die Applikation dieser Folie ist wirklich kinderleicht und die Folie ist auch leicht wieder abnehmbar. Also wirklich, es hat weniger als 1 Minute gedauert und es sind absolut keine Blasen entstanden. Ja, da muss ich wirklich sagen, das ist jetzt überraschenderweise meine neue Lieblingsfolie. Das heißt, wenn irgendwann mal diese Folie abgezeichnet ist, ja, wirklich abgenutzt wie die anderen, weil irgendwann passiert es mal, in der Regel eher so nach 1, 2 Jahren oder wenn man sehr, sehr viel zeichnet, jeden Tag, dann vielleicht schon nach einem halben Jahr. Aber ich habe zumindest jetzt noch keine Abnutzung festgestellt. Es hält sich also, sage ich mal, in einem Rahmen wie die bisherigen Folien. Dann werde ich, glaube ich, wieder auf diese Matte zurückgreifen, wenn es da bis dahin noch keine bessere gibt. Aber das ist jetzt wirklich aktuell mein Favorit, muss ich sagen. Wenn du also auch nach einer neuen Folie suchst, kann ich dir diese nur wärmstens empfehlen. Und da auch noch ein kleiner Tipp. Wenn du meinen Code SandraSüßer bei der Webseite offiziell von Pentips eingibst, dann erhältst du auch nochmal 5% Rabatt geschenkt. Ja, das ist sozusagen mein Affiliate-Geschenk an dich. Da kannst du einfach mal das Ganze eingeben und noch ein bisschen sparen. Den Link dazu findest du auch nochmal in der Beschreibung. Aber jetzt erstmal ansonsten zurück zum Video, denn eigentlich geht es ja um die Stiftspitzen. Und zwar ganz konkret geht es weiter mit den Pentips 2 Plus. Das sind Stiftspitzen, die du tatsächlich direkt auf den Apple Pencil draufschraubst. Ja, du musst also hier die Standard Apple Pencil Spitze abnehmen und kannst dann damit allerdings sowohl auf dem Screen, direkt auf dem Display des iPads, als auch auf einer Folie, sofern du eine appliziert hast, zeichnen. Ja, also hier schon mal im Gegensatz zu den Fiberspitzen lässt sich hier die Spitze sowohl mit als auch ohne Folie nutzen. Und diese Spitze dient ebenfalls dazu, deine Strichführung zu stabilisieren beim Zeichnen und das Zeichengefühl zu verbessern. Allerdings muss ich hier ehrlicherweise sagen, diese Spitzen haben mich mal so gar nicht überzeugt. Also ich weiß nicht so richtig, was der Sinn dahinter ist, weil ich habe es sowohl sehr lange auf der Folie als auch ohne Folie getestet, diese Spitzen, und ich finde das Zeichengefühl einfach nicht gut. Ja, also es hat zu viel Reibung, zu viel Widerstand erzeugt, als dass ich noch eine angenehme Strichführung einsetzen konnte. Ja, also es hat mich ein bisschen behindert, zu viel Friction, dass ich da nicht flüssig zeichnen konnte, egal ob mit oder ohne Folie.
Und da finde ich es auch, also erstens mal habe ich nicht das gespürt, was versprochen wurde. Und zweitens mal finde ich es dafür auch recht teuer. Ja, in einer Packung bekommst du 3 Spitzen für circa 50 €, also knapp 16 bis 17 € pro Spitze. Das finde ich hier definitiv nicht den Preis wert. Hier würde ich tatsächlich sagen, bleib bei der Standard Apple Pencil Spitze und wenn du ein natürlicheres Zeichengefühl haben möchtest, dann nutz eher hier die Folie dazu. Ja, also wirklich, ich finde die allerbeste Kombination, die ich jetzt hatte mit all den verschiedenen Spitzen und Folien, war wirklich einfach nur diese Folie mit den normalen Apple Pencil Spitzen, die du ohnehin mit dem Apple Pencil bekommst. Ja, also da musst du gar nicht extra investieren. Einmal die Folie, dann hast du dein iPad zusätzlich geschützt und gleichzeitig ein besseres Zeichengefühl plus eben die Fingerabdruckreduktion, Reflexionreduktion und so weiter. Und du kannst es auch jederzeit easy abnehmen, ja, wenn du dann doch mal einen Film anschauen willst, wo der Grain, die Textur der Folie ein bisschen stört, dann nimmst du sie halt einfach kurz ab. Mich stört es nicht, manche habe ich gehört, stört das, aber ganz ehrlich, das finde ich ist der viel bessere Deal als jetzt hier diese Spitzen. Also den konnte ich jetzt leider wirklich gar nichts abgewinnen, deswegen hier an dieser Stelle Daumen nach unten. Kommen wir nun noch zu der letzten Spitzenvariante, die mich zugegebenermaßen ziemlich überrascht hat, nämlich die Pentips Ink. Diese Spitzen sind ebenfalls zum Aufschrauben gedacht, aber im Gegensatz zu den bisherigen Spitzen haben sie eine feine Metallspitze, die weniger zum Zeichnen und mehr zum präzisen Schreiben in Kombination mit der iPad-Folie von Pentips gedacht ist. Und da ich auch relativ viele Notizen auf dem iPad mache, konnte ich auch diese Spitze demnach ausgiebig testen. Und ich habe sie auch nicht nur für Notizen, sondern einfach aus Interesse heraus auch dennoch einmal fürs Zeichnen getestet. Und ich muss sagen, mir gefällt diese klar definierte Spitze. Sie ist viel besser als die Standardspitze, die mir seither wirklich viel zu klobig ist. Ich weiß nicht, warum das so gemacht wurde, aber ich zeichne persönlich sehr gern feinteilig, ja, und da ist die Standardspitze einfach viel zu fett, viel fetter als ein klassischer Bleistift, was mich immer wieder immens stört. Ja, da ich nicht genau zielen kann, wenn ich feine Linien zeichnen möchte und die Spitze einfach viel zu dick ist. Und dann muss ich immer wieder Schritte rückgängig machen. Das nervt einfach immens. Und diese Inkspitze löst dieses Problem, ja, durch diese feinere Metallspitze. Allerdings, und das ist der Nachteil, ist sie sehr glatt und eben hart, was man dann deutlich spürt und auch hört. Daher habe ich sie letztlich dann eben doch weniger zum Zeichnen, wo mich das Geräusch viel zu sehr gestört hat, sondern mehr dafür, wofür sie auch eigentlich gedacht ist, genutzt, nämlich zum Schreiben und Note-Taking. Ja, dafür ist sie primär gedacht, ähnlich wie ein Kugelschreiber oder Füller im traditionellen. Dafür und aber eben auch zum Inken von Line Art. Also das ist so ein spezieller Bereich beim Zeichnen, wo ich mir das dann doch vorstellen kann und wo ich es auch getestet habe. Ja, Line Art, Handlettering, sowas. Da finde ich die Spitze ebenfalls sehr gut geeignet. Ja, überall, wo du Präzision brauchst, da ist die Spitze viel, viel besser als die Standardspitze. Wenn du damit umgehen kannst, ja, dass die Geräuschkulisse eben deutlich lauter ist und das Ganze eine viel, viel glattere Haptik ergibt. Als kleine Side-Note hier vielleicht mal ein Hinweis an Pentips. Ich würde es echt begrüßen, wenn ihr genau diese Spitze einmal mit den Textureigenschaften von der Fiberspitze, also im Prinzip diese zwei hier einmal, wenn ihr diese kombinieren würdet, das wäre doch das Optimum. Ja? Also sprich eine präzise Spitze, ähnlich wie bei einem Bleistift traditionell, und dann aber nicht dieses glatte und laute von der Ink-Tip, die jetzt aktuell so ist eben, sondern eben geräuschreduziert und texturiert. Da hätte man das Beste aus beiden Welten und ich schwöre euch, das würde ich euch sofort abkaufen. Ja, also da bitte einmal Hinweis an Pentips, hier einmal diese beiden kombinieren zu einem, ja, sozusagen digitalen Bleistift. I take my money. Ja, also ich würde ich euch da das Ganze abkaufen. Oder vielleicht bei dir, lieber Zuschauer, wenn du da schon eine Spitze kennst, die genau das kombiniert, lass es mich das gern einmal wissen, ja, schreib es in die Kommentare.
nach so einer Spitze suche ich wirklich schon sehr lange. Wenn es das mal geben würde, das wäre echt nice. Abschließend sei noch gesagt, dass in dieser Pen-Tips Ink Packung insgesamt 2 Spitzen kommen für ca. 30 €. Also knapp 15 € je Spitze, was sich allerdings aufgrund der hohen Langlebigkeit, das ist eine Metallspitze, die nutzt sich definitiv nicht so schnell ab wie diese Kunststoffkappen oder Spitzen. Da finde ich das dann auch noch akzeptabel. Und wenn es schon ums Zeichnen geht, an dieser Stelle noch ein kurzer Hinweis. Wenn du auch zeichnen lernen möchtest und da aber noch ganz am Anfang stehst, empfehle ich dir mein kostenloses Zeichner-Kit. Das ist mein Online-Kurs für Komplettanfänger, die das Zeichnen von Grund auf lernen und zunächst die Voraussetzung dafür klären möchten. Also im Sinne, welches Material brauchst du, was ist die beste Soft- und Hardware beim digitalen Zeichnen, kannst du überhaupt zeichnen lernen, ja, was sind da die Voraussetzungen und die ersten Schritte und viele weitere Mindset-Tipps und mehr. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Nun aber zurück zum Video. Jetzt habe ich dir die 3 Spitzen einmal im Detail vorgestellt. Fassen wir das Ganze noch einmal zusammen. Wenn es dir um das Zeichnen geht, sind eher die Spitzen Fiber und 2+ für dich geeignet. Und dabei beim Zeichnen ohne Folie eher die Fiberspitze sowie beim Zeichnen mit Folie eher die 2+. Beide sorgen für ein texturierteres Zeichengefühl und mehr Kontrolle durch Reibung beim Zeichnen. Schreibst du hingegen mehr und besitzt eine Folie, können die Pen-Tips Inkspitzen für dich sinnvoll sein, die jedoch die Lautstärke des Stifttippens stark erhöhen. Zudem gilt, während du die Fiberspitze aufsteckst auf die normale Apple Pencil Spitze, musst du die 2+ und die Inkspitze abschrauben bzw. austauschen, was aber sehr leicht geht. Alle Spitzen bewegen sich zudem in einer Preisrange zwischen 8 bis 17 €, wovon die 2+ die teuerste ist und die Ink die Spitze, die die längste Haltbarkeit verspricht. Und hier nun noch mein Fazit. Meiner Meinung nach lohnt sich für das reine digitale Zeichnen von all den vorgestellten Spitzen lediglich die Pen-Tips Fiber. Und dann aber auch nur, wenn du ohne eine Folie, also ohne diese Folie auf dem iPad appliziert, arbeitest und da ansonsten zu viel Reibung entsteht. Ja, aber wenn du eben ein natürlicheres Zeichengefühl haben möchtest und ohne iPad-Folie arbeitest, ja, das präferierst, den glatten Screen zu haben, dann kann das die richtige Wahl für dich sein. Ich persönlich, wie gesagt, präferiere allerdings das Arbeiten mit der Folie, weshalb für mich die Spitze eher ungeeignet ist. Aber dafür im Gegenzug kann ich dir auch die Folie von Pen-Tips nur wärmstens empfehlen. Ja, das hat sich jetzt wirklich zu meiner Lieblingsfolie gemausert, muss ich sagen, durch diese magnetische Applikation und all die Vorteile, die auch die anderen Folien erfüllen, wie eben dieses haptischere, schönere Zeichengefühl, Fingerabdrücke werden reduziert, Reflexionen werden reduziert und. Da ist es für mich einfach, ja, das Nonplusultra. Die Folie anwenden, normale Apple Pencil Spitzen und you're good to go. Wenn du zusätzlich aber auch noch viel schreibst, dann kann ich dir durchaus auch die Pen-Tips Inkspitze empfehlen. Ja, die ist dafür wirklich super geeignet, allerdings nur in Kombination mit der Folie. Ja, ansonsten könnte es zu Kratzern kommen, das wollen wir natürlich nicht. Und das Gefühl ist auch nicht das gleiche, ja, also das solltest du schon auch eine Folie, es muss nicht unbedingt diese sein, aber du sollst auf jeden Fall eine Folie appliziert haben. Und dann wirst du eben sehr, sehr viel präziser und angenehmer auf deinem iPad schreiben können. Ja, also da insgesamt von diesen Spitzen, die mir zugesandt wurden, kann ich diese 2 durchaus empfehlen. Die 2+ Spitze hat mich, wie gesagt, leider gar nicht überzeugt. Aber was meinst du? Welche der Spitzen hat dich überzeugt oder welche interessiert dich? Ja, schreib es mir gern einmal in die Kommentare, auch ob du jetzt eher der Typ bist, Folie und Spitze oder nur Spitze. Das würde mich auch mal interessieren, wer von euch da nur mit einer Folie vielleicht arbeitet und in welche Richtung ich dann vielleicht auch zusätzliche weitere Reviews in Zukunft anfertigen soll. Ja, mehr Folien oder eben auch solche Spitzen. Was interessiert dich da? Lass es mich gern wissen. Und Kommentare ist auch ein gutes Stichwort,
Denn ich hatte dir ja zu Beginn des Videos noch eine kleine Überraschung versprochen. Das heißt, wenn du unter diesem Video kommentierst, ja, einen Kommentar dalässt, das Video likest und auch ein Abo dalässt, die ganzen Teilnehmerbedingungen und so weiter, das kannst du nochmal in dem Link unter der Beschreibung nachlesen, dann kannst du dir nämlich auch ein Los sichern sozusagen. Unter all diesen Leuten, die die Bedingungen erfüllen, verlose ich nämlich genau diese 3 Spitzen hier. Ja, also eine davon ist gebraucht, aber die ist nicht abgenutzt, keine Angst. Und die restlichen sind noch komplett ungebraucht. Das vergebe ich sozusagen an die Leute, die da wirklich auch mehr mitarbeiten können. Ich bleibe bei meiner Folie jetzt, wie gesagt, deswegen brauche ich die nicht und deswegen möchte ich das dann auch gern an dich oder eben an Leute weitergeben, die sich tatsächlich dafür interessieren, die das brauchen können. Ja, und zum Beispiel eben ohne Folie arbeiten oder tatsächlich auch mehr schreiben. Ja, dafür ist ja auch die Inkspitze sehr, sehr gut geeignet. Deswegen möchte ich das an dich weitergeben. Also einfach mal die Teilnahmebedingungen durchlesen und erfüllen natürlich. Und dann bist du schon im Lostopf und erhältst vielleicht schon demnächst deine eigene Pen-Tipps-Spitze. Ansonsten war es das jetzt mit diesem Review. Und wenn du jetzt noch wissen möchtest, wie du neben einem besseren digitalen Zeichengefühl auch ergonomischer zeichnest, dann schau dir einmal dieses Video hier an. Ansonsten gilt wie immer, bleib kreativ und bis bald!